Ja, hallo, hier ist wieder euer Olli Schmidt von Schmidt Maschinentechnik. Heute will ich euch mal einen Film machen über Tiltrotatoren, weil es da sehr viele Fragen gibt. Ist ja auch ein kompliziertes Anbaugerät, was wir schon oft angebaut haben und alle Kunden sind damit top zufrieden und macht richtig Spaß dann auf so einem Bagger zu arbeiten. Erstmal grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Sorten Tiltrotatoren. Die einen haben einen Zylinder, hier schwenken damit bis zu 45 Grad. Die anderen haben einen, wie man sagt, Power Tilt, Schwenkmotor hier oben. Die schwenken bis zu 55 Grad. Der Drehantrieb ist bei allen gleich von der Funktion her. Der dreht sich endlos. So, Vorteil Zylinder, kompaktere Bauweise und wesentlich mehr Kraft im Schwenkbetrieb. Also wenn man seitlich graben will oder mit einer Palettengabel arbeitet am LKW mit einer Palette Pflaster oder irgendwas ähnlichem, kommt man eigentlich um den Zylinder nicht rum. Nachteil Zylinder ist klar, der steht raus, kann man halt im Graben irgendwo anecken. Das hat der Power Tilt in dem Sinn nicht. Der hat aber wirklich seitlich wesentlich weniger Kraft, baut höher auf und ist insgesamt auch schwerer, das ganze Gerät. Dann gibt es ja jetzt viele verschiedene Hersteller von Tiltrotatoren. Das hier ist jetzt ein Oil-Quick Tiltrotator, ist allerdings auch ein Encon, also das ist alles Encon und das hier unten ist Oil-Quick. Oil-Quick kennt man eigentlich, war somit einer der ersten vollhydraulischen Wechsler. Da sind wir auch gleich bei dem nächsten Thema, Wechsler. Da unterscheiden sich die Tiltrotatoren in skandinavische Wechsler, sprich Oil-Quick, Easy Oil von Encon, Rototilt, wie die alle heißen. Das sind Anbaurahmen, die haben zwei Bolzen. Und dann das bekannteste ist wahrscheinlich Lenov. Lenov, weiß ich aber jetzt nicht, hat ob die auch vollhydraulisch, die haben auch vollhydraulische Wechsler, das weiß ich, ob die auch Tiltrotatoren mit vollhydraulischen Wechslern haben. Das ist der Wechsler. Entweder ist der Wechsler mechanisch, das heißt Löffel dran, Schraube rumdrehen oder irgendwas anderes verriegeln. Oder er ist hydraulisch, das heißt der Wechsler geht automatisch auf und zu, von innen von der Kabine zu steuern. Oder was heute hip ist, will ich mal sagen, und viele auch schon haben und nutzen, sind natürlich vollhydraulische Wechsler. Die wechseln nicht nur das Anbaugerät hier, sondern auch, wie am Anfang früh gezeigt, kuppeln auch gleichzeitig die Schläuche an. Was man sonst hier oben machen muss, das machen die jetzt hier unten automatisch. Da hat Oil-Quick einen großen Vorteil, die haben vom Durchgang durch die Drehdurchführung hier immer eine Nummer größer wie die anderen. Also die können wesentlich mehr Liter nach unten bringen wie alle anderen, soweit ich das weiß. Ja, das erst einmal zu den Tiltrotatoren an sich. Dann die Ansteuerung der Tiltrotatoren. Es gibt Tiltrotatoren, also es gibt Bagger wie dieser schöne Eurocomar 45 TA hier, Bagger der 4,5 Tonnen Klasse, die sämtliche Steuerkreise, inklusive Leckölkreis und inklusive Schnellwechslerkreis vom Bagger aus liefern. Bei diesen Baggermodellen, die diese Steuerkreise alle haben, brauche ich überhaupt keine Steuerung. Es sei denn, ich will ein Greifmodul mit verbauen. Es gibt ja Greifmodul oder zwei Zusatzkreise nach unten führen. Es gibt ja diese Greifmodule, diese 3-Fingergreifer, die werden hier vorne angebaut. Das ist meines Erachtens, sagen wir mal so, wie der Engländer sagt, nice to have.
Ich bräuchte jetzt keinen, aber es gibt welche, die schwören drauf. Kostet ja auch eine Kleinigkeit, so ein Anbaugreifer, ungefähr 5.000 € aufwärts, je nach Baggergröße. Und dann brauche ich eine Steuerung. Dann schaltet die Steuerung schaltet den Tiltkreislauf, also den Schlauch hier, der für das Schwenken zuständig ist, hier unten mit einem Magnetventil auf die Zusatzhydraulik des Dreifingergreifers. Dann aber auch, das geht leider nicht anders, schaltet das auch die Steuerung zwischen Tilten und Anbaugerät um, also Greiferaufzug. Das heißt, hier bleibt dann eine Leitung unbelegt. Ich brauche dann nur 2 Leitungen nach unten. Den Rest macht die Steuerung mit Knöpfen in der Kabine. Hat den Nachteil, ich muss jedes Mal, wenn ich Greiferaufzug, Tilten wechseln will, auf den Knopf drücken. Wir lösen das mit einem Switch-Knopf auf dem Joystick, es gibt Steuerungen, da ist es schwieriger. Dann gibt es noch eine Steuerung, die heißt bei Encon, wie es bei den anderen heißt, weiß ich nicht, DC2. Das ist eine sehr aufwendige Geschichte, sowas einzubauen. Wir können das hier. Da werden die Joysticks getauscht in der Kabine. Die Joysticks haben bis zu 8 Rollen, das heißt, ich kann 8 Funktionen mit den Joysticks gleichzeitig bedienen. Kann natürlich kein Mensch, aber man muss halt nicht mehr switchen, man braucht keine Umschaltknöpfe mehr. So, hat den Vorteil, ich habe nur einen einzigen Schlauch nach hier unten und ein Steuerkabel. Dann kommt die ganze hydraulische Leistung kommt hier aus dem Zusatzkreis, am besten natürlich aus dem, der am meisten Liter bringt, hydraulischer Leistung. Und wird dann hier unten, das sieht dann ganz anders aus, das ist dann ein richtig großes Magnetventil und da drin wird dann elektronisch über die Wippen das Öl an die gewünschten Funktionen verteilt. Das kann ich dann auch mit einem Laptop oder so einstellen, wie feinfühlig das gehen soll und so weiter. Nachteil, das ist schweineteuer im Vergleich zu einem, der alles vom Bagger kriegt. Zweitens ist es meines Erachtens, das kriegt ihr aber bestimmt auch anders erzählt, eine Notlösung. Das macht man dann, wenn der Bagger nur einen Steuerkreis hat, meines Erachtens. Andererseits ist es auch so, will ich vollhydraulisch wechseln unten und will den Tiltrotator aber als Sandwich anbauen. Sandwich heißt, ich habe hier oben einen Schnellwechsler, dann kommt der Tiltrotator und hier unten noch ein Schnellwechsler. Den kann ich, das ist heute Stand der Technik, dann einfach ablegen. Ich kann den Tiltrotator hinsetzen, aus der Kabine raus, muss nichts machen. Die elektrischen Leitungen und die hydraulischen Leitungen werden getrennt. Dann nehme ich den wieder auf und kann dann, wenn ich mehr Platz brauche oder mehr Leistung haben will beim Graben, beim Aushub von Baugruben und so weiter, kann ich das dann ohne Tiltrotator machen. Wenn ich den Tiltrotator dann wieder anhänge, kuppelt der oben 2 Schläuche rein, kuppelt die elektrische Leitung rein und dann funktioniert der Tiltrotator ganz normal. Das ist von der Technik her begeisternd, will ich mal sagen. Ob man es braucht, ist eine andere Sache. Mir ist es am liebsten und am allerfeinfühligsten geht's, wenn die Schläuche alle oben vom Bagger kommen, also die gesamte Ansteuerung vom Bagger ist. Ja, also wir können das liefern von der Firma Oilquick oder von der Firma Encon oder auch von der Firma SMP, Rototilt, ganz nach Bedarf, was gewünscht wird. Dafür kontaktiert mich bitte unter der angegebenen Nummer. Danke.